Vor mehr als 70 Jahren wurde das erste Kapitel des Sozialismus in Deutschland begründet. Vor rund 30 Jahren wurde es vorerst beendet. Die DDR ist Geschichte. Es ist eine Geschichte, die mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mit dem Sieg über den Faschismus begann. Eine Geschichte über den Kalten Krieg und die Systemkonkurrenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Seit 1990 wird ein düsteres Bild von der Deutschen Demokratischen Republik gezeichnet. Ein verzerrtes Bild, in dem sich viele ehemalige Bürger der DDR nicht wiederfinden. Ein Bild, das es den Bürgern der heutigen BRD erschwert, ein Verständnis für das Leben in der DDR zu entwickeln. Auch wenn man vereinzelt positive Aspekte hört, ist die vorherrschende Meinung über die DDR, dass sie letztlich eine Diktatur gewesen sei, die sich gegen die Interessen der Menschen richtete. Aber wie war das Leben in der DDR wirklich? Wie hat sich diese Gesellschaft organisiert und was hat das für den Einzelnen bedeutet? Wir haben mit 11 Menschen über ihre Erfahrungen gesprochen. Sie geben Einblicke in das andere Leben, das sie hatten. Es entsteht ein Bild, das dazu einlädt, mehr zu erfahren und tiefer in die Geschichte einzutauchen. Mein Vater, wenn ich mal mit ihm beginnen darf, ein Berufsoffizier der faschistischen Armee. Er zog als Berufsoffizier in den Krieg und hat also viele schlimme Dinge erlebt, zuletzt das Trauma Stalingrad. Und dieses Stalingrad war für ihn eigentlich die politische Wende in seinem Denken und seinen Auffassungen. Er hat also die ganze Dramatik dort erlebt, ja, die Schlacht. Er wurde selber eingekesselt mit der Armee, Paulus, und ging in Gefangenschaft. Dort kam sie in ein Lager und Wilhelm Pieck besuchte diese Soldaten und Offiziere und hat mit ihnen geredet. Und da hat mein Vater sehr aufmerksam zugehört und wurde neugieriger und neugieriger und wollte mehr noch wissen über das, was Wilhelm Pieck ihnen so erzählt hat. Also es kam dann der Wunsch auf, also du müsstest jetzt mal was lesen über Marx, du müsstest mal was über Lenin lesen. Ne? Also das hat ihn dann praktisch dazu gebracht, dass er umgedacht hat und zu Wilhelm gesagt hat, also eigentlich hast du mich überzeugt von der Richtigkeit deiner Idee. Der Vater wurde dann gefragt, ob er bereit wäre, in der vordersten Frontlinie sozusagen als Frontbevollmächtigter des Nationalkomitees Freies Deutschland zu arbeiten. Und das hat er gemacht. Er ist dann auch mit der Roten Armee hier nach Berlin gekommen und bekam von den sowjetischen Freunden den Auftrag, zum Beispiel für das Land Brandenburg den Ministerpräsident auszusuchen. Ne? Ich habe mir später auf die Frage gestellt, im Prinzip ein ganzes Volk mit der faschistischen Ideologie verseucht. Mehr oder weniger, aber die Anzahl der Antifaschisten, Widerstandskämpfer gar, war relativ gering. Wie es also möglich ist, dass ein Volk, also jetzt auch ein Teilvolk, DDR, diesen Übergang schafft. Und alle, die wirklich keine Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben und die bereit waren zu einem Neuanfang und die gesagt haben, wir lösen uns von diesen alten Thesen und denen man das im Grunde genommen abgekauft hat, die sind herangezogen worden beim Neuaufbau der Gesellschaft in der DDR. Dabei wurde natürlich darauf geachtet, dass an der Spitze Antifaschisten sind. Das bedeutet nicht nur Kommunisten, sondern das bedeutet linke Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Liberale, alle, die im Grunde genommen, wie in der Verfassung festgeschrieben, Interesse hatten an einem antifaschistisch-demokratischen Staat, so wie er in der Verfassung von 1949 in der DDR festgelegt war. Ganz konkret an mir, nach meinem Studium hieß es, du gehst jetzt dorthin, wo du gebraucht wirst. Also du gehst aufs Land. Wir hatten keine Landlehrer.
Ja, es war ja der Krieg vorbei und sagen wir mal, die Lehrer, die sehr eng eben dem faschistischen System verbunden waren, die wurden ja erstmal entfernt und wir brauchten neue Lehrer. Und wir waren solche Generationen, die dann eben unbedingt dorthin gehen mussten, wo eben Lehrer fehlten. Und da sind wir ganz viel, wenn ich so meine 2 Studienjahrgänge betrachte, eben zum Beispiel in den ehemaligen Bezirk Frankfurt-Oder gegangen, in die Dörfer gegangen. Und nach 1945, haben meine Eltern natürlich nur eins im Sinn gehabt, ihre 5 Kinder, die waren dann 5 Kinder, über Wasser zu halten und zu ernähren. Und mein Vater hat auch immer wieder zu uns Kindern gesagt, Kinder, ich habe nichts, aber ich kann nur eins machen, ich kann euch was lernen lassen. So, und das hatte er sehr schnell begriffen, dass das in der DDR sehr möglich war. Ich habe natürlich in der DDR dann gemerkt, wie es langsam vorwärts ging, wie sich langsam alles gebessert hat. Zunächst erstmal, dass man überhaupt genug zu essen hatte. Dann aber auch, dass das Bildungsprivileg gebrochen war. Ich habe noch eine Zwillingsschwester. Wir hätten unter anderen Bedingungen niemals eine Oberschule besuchen können. Wir haben also schon als Schüler ein kleines Stipendium bekommen, waren also praktisch einbezogen in die Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder. Problematisch wird es und wurde es sicher dann, sagen wir, als sich eine sozialistische Intelligenz herausgebildet hatte in der DDR. Sozusagen dieses aus der Arbeit, aus einer Produktion oder wie auch immer, also sozusagen diese Erneuerung immer wieder und nicht wieder, weil natürlich ging die Bemühungen dann auch in der DDR dahin, sozusagen, die Kinder sollten dann auch wieder studieren und dergleichen. Also sozusagen diese Erneuerung, ich sag's mal so, von unten immer wieder zu. Kompliziertes Problem. Ich denke, eines der Probleme, was wir eigentlich lösen müssen irgendwie. Aber es war tatsächlich, so wie ich es empfunden habe, erfahren habe, durchaus ein ernsthaftes Problem. Ja. Die meisten Kinder besuchten ab dem 1. Lebensjahr eine Kinderkrippe und daraufhin den Kindergarten. Ab dem 7. Lebensjahr gingen alle Kinder für 10 Jahre auf die allgemeinbildende Polytechnische Oberschule, kurz POS. Nach der 10. Klasse ergaben sich unterschiedliche Bildungsmöglichkeiten. Wer sich für eine Berufsausbildung entschied, konnte auch während des Berufslebens noch verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten wahrnehmen, die auch den Weg in Fachschule, Universität oder Hochschule eröffneten. Das Abitur konnte im Rahmen einer Berufsausbildung in 13 Schuljahren oder in der 2-jährigen erweiterten Oberschule, kurz EOS, erlangt werden. Das gesamte Bildungswesen war grundsätzlich kostenlos. Zwischen dem Schulleben der Kinder und Jugendlichen und der Gesellschaft gab es zahlreiche Verknüpfungen. Beispielsweise hatte jede Schule einen Patenbetrieb, mit dem der Unterricht in der sozialistischen Produktion gestaltet wurde. Der Deutsche Turn- und Sportbund organisierte sportliche Aktivitäten, an denen praktisch jedes Kind teilnehmen konnte, denn hohe Mitgliedsbeiträge gab es nicht. Die Freizeit mit Gleichaltrigen zu verbringen und sich gleichzeitig gesellschaftlich und politisch einzubringen, dazu war schon im frühen Alter die Möglichkeit gegeben. Ab der 1. Klasse konnten sich die Kinder bei den Pionieren organisieren. Mit 14 Jahren entschieden die Jugendlichen, ob sie Mitglied der Freien Deutschen Jugend werden wollten. Eine Mitgliedschaft war kein Zwang, aber die Normalität. Ja, ich bin mit 7 Jahren zur Schule gekommen, bin nicht in einen Kindergarten vorher gegangen, also ein sogenanntes Mutti-Kind, war recht selten zu dieser Zeit. Die meisten Kinder sind in den Kindergarten gegangen. Aber ich bin auf einer Spielstraße groß geworden, also mit vielen, vielen Kindern, die immer draußen herumflitzten und mit denen ich mich gern zusammengetan habe. Also ich habe im Prinzip den Kindergarten nicht vermissen müssen.
Ja, wir gehörten nun zu diesen sogenannten Umsiedlern, so hieß es ja wohl in der DDR. Und das war für viele, für uns war es das richtige Wort, Umsiedler. Denn wir sind ja nicht dann im Folge der Beschlüsse Potsdam und so weiter dann umgesiedelt worden, sondern uns haben die Nazis ja schon nach Deutschland zurückgetrieben, infolge der Front, die immer näher kam. Wir Umsiedler, bei uns war immer im Oberdorf was los, unter uns Kindern. Ob Räuber und Gendarm, alles Mögliche haben wir im Oberdorf gespielt. Graben, Hasche, ich weiß nicht, ob ihr sowas noch kennt. Der alte Friedrichstadtpalast war also der Ort, wo dann die Pionierorganisation am 13. Dezember 1948 gegründet wurde. Wir sind dahin, mehrere Kinder sind wir dahin. Wir wussten, dass da eine Kinderorganisation gegründet wird. Da hatten uns die Eltern und schon auch die Lehrer ein bisschen vorbereitet. Das war für mich was ganz Wichtiges, auch natürlich durch die Entwicklung und die Erziehung im Elternhaus geprägt, muss ich sagen, ganz doll geprägt, mein Leben überhaupt, dass ich da natürlich sofort Interesse hatte mitzumachen und dabei zu sein und auch Pionier zu werden, ne? Und das war eigentlich so, naja, wenn ich das jetzt mal hochtrabend sagen will, so der Beginn auch meiner politischen Arbeit, ne? Weil nicht nur Pionier zu werden, sondern da auch mitzumachen, mitzugestalten, ja, mich da einzubringen, ne? Das war schon ganz wichtig. Ich wollte unbedingt schon mit 4 Jahren ein Fahrrad haben. Ja. Meine Eltern hatten aber weder das Geld, ein Fahrrad zu kaufen, noch stand ein Fahrrad im Laden. Das war ja nicht immer vorhanden. Ja. Also kam ab und zu, aber nicht immer. War aber dann am Ende auch kein Problem. Mein Vater hatte dann aus dem Container die verschiedensten Einzelteile zusammengesucht und die Männer waren ja alle handwerklich begabt. Er hatte dann eben in Windeseile mir ein Fahrrad zusammengeschraubt. Hellblau angestrichen war meine Lieblingsfarbe und da bin ich mit 4 Jahren schon Fahrrad gefahren. Bin dann aber auch wieder vom Abschnittsbevollmächtigten angehalten worden. Und er hat gesagt, was ist denn das? Das ist doch hier kein Mifa, das ist doch auch kein Diamantrad. Was hast denn du hier für ein Rad? Was ist denn das? Da habe ich natürlich stolz erzählt, dass es mein Vater selbst zusammengebaut hat. Ja, da müssen wir gleich erstmal gucken. Hat denn das jetzt Licht? Hat denn das eine Bremse? Hatte das aber alles, war alles top, ja. Durfte ich wieder weiterfahren. Es gab dann ein Bildungsgesetz. Und in diesem Bildungsgesetz wurde festgelegt, wie die ganze Gesellschaft für die Bildung der Jugend, der Kinder, der Jugend bis hin ins Alter verantwortlich ist. Wer was machen muss und wen unterstützen muss. Soweit erstmal gesellschaftlich abgesichert, die ganze Geschichte. Es hieß Polytechnische Oberschule. Das heißt, dass wir also auch eine polytechnische Bildung hatten. Also ich auch. Also ich habe richtig in einer Lehrwerkstatt, damals im Reichsbahn-Reparaturwerk oder so ähnlich, feilen gelernt, bohren gelernt, sägen gelernt. Man hat also praktisch einen allgemeinbildenden Unterricht gehabt, aber immer einen praktischen Bezug. Das war, sagen wir mal, bis zur 6., 7. Klasse Werkunterricht, wo wir eben mit Metallbearbeitung, Holzbearbeitung alles zu tun hatten. Das war in schuleigenen Werkstätten. In der 8. Klasse hatte man dann 1 Stunde Theorie in der Woche, Einführung in die sozialistische Produktion. Die wurde eigentlich auch in den Betrieb gemacht, wo wir aufgeteilt wurden. Es gab Schulgartenunterricht. Man hat gelernt, wie man einen Garten bewirtschaftet. Es gab Nadelarbeitsunterricht. Man konnte sich auch selber einen Knopf auch annähen oder einige kleine Sachen reparieren. Wir lernten kennen, beispielsweise in unserer Schule in Kalbitz. Wir waren in der LBG. Ich lernte die Arbeit des Imkers kennen, durfte mit Waben schleudern und solche Sachen machen. Ich durfte mehrfach einen Schäfer bekleiden und das war immer verbunden damit, dass diese Leute uns bildeten. An meiner Schule in Fünfeichen, dieses Dorf lag 7 Kilometer von Eisenhüttenstadt entfernt. Da gab es das große Bandstahlkombinat. Das war unser Patenbetrieb. Also man wurde in den Betrieb eingeladen, man lernte ihre Arbeit kennen,
schätzen und achten, die Hochöfner. Das war eine ganz schwere Arbeit. Ne? Sie lernten also vor Ort das, was sie dort machen, dass das bei Hitze, mit großen Gefahren auch verbunden war. Also wir wollten auch damit ja erreichen, dass sie die Arbeit schätzen und die Arbeit der arbeitenden Menschen kennenlernen und sie vielleicht auch für diesen oder jenen Beruf schon etwas vorbereiten oder interessieren, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. So zum Staatsbürgerkundeunterricht. Natürlich war der Staatsbürgerkundeunterricht, das sagt der Name, aus den Bürgern einen kundigen Bürger zu machen. Und kundiger Bürger war natürlich in der DDR, wenn ich Bescheid wusste, wie das System funktioniert, warum, weshalb, weswegen. Also bei uns hat das der Direktor unterrichtet und der Direktor, der war kein guter Pädagoge. Also der war nee, das war einfach didaktisch nicht gut gemacht. Wir mussten einfach nur Gesetze auswendig lernen und Wort für Wort wiedergeben. Das mochte ich nicht. Ich habe immer versucht, Dinge zu verstehen und dann mit meinen eigenen Worten wiederzugeben. Das gefiel dem Herrn gar nicht. Ja. Insofern machte ich Staatsbürgerkunde gar nicht. Ja. Aber Dinge mit der Vorwurf, der heute gemacht wird, dass den Menschen also auferlegt wurde, die sozialistische Wirtschaftsweise, also die Planwirtschaft und sowas, der Fünfjahresplan, na, also das kann ich nicht so empfinden. Also der Vorwurf ist doch unbegründet, denn heutzutage haben doch die Kinder in der Schule genauso Wirtschaft, Recht und Technik, WRT, dieses Fach. Da lernt man die kapitalistische Wirtschaftsweise. Also warum sollte man in einem sozialistischen Staat nicht die sozialistische Wirtschaftsweise den Kindern beibringen? Das ist doch eine ganz logische Geschichte. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn im Kindergarten die Kinder schon lernen, dass jeder Beruf geachtet werden muss und wichtig ist das politische Bildung. Oder Freundschaft mit anderen Kindern, mit anderen Völkern. Ja? Das zog sich ja dann weiter in der Schule, Pionierorganisation, FDJ. Ich würde sagen, fast jedes Kind in der DDR hat im Rahmen der Vorbereitung zur Jugendweihe ein Konzentrationslager besucht, was irgendwo in der Nähe gewesen ist. Es gab Pioniernachmittage, wo ehemalige KZ-Insassen eingeladen wurden, die darüber erzählen, wie ihr Leben gewesen ist, wie das war, mit dem Antifaschismus, den sie gelebt haben, für den sie im KZ oder im Knast saßen. Es ging einfach darum, zu lernen fürs Leben und ein guter Mensch zu werden und praktisch ein gerechter Mensch zu werden und vor allen Dingen ein solidarischer Mensch zu werden, dass einer dem anderen hilft. Also wir hatten von Anfang an Patenschaften abgeschlossen, und zwar innerhalb der Klasse. Ein lernstarker Schüler, also ein Schüler, dem es eben leicht fiel, der schnell den Lerninhalt begriffen hatte, der sollte eine Patenschaft übernehmen für einen lernschwachen Schüler. Das war doch eine tolle Sache. Also ich hatte dann immer jemanden zu begleiten und den Mädchen habe ich auch gern geholfen und habe mich einfach mitgefreut, wenn die dann eben in der nächsten Arbeit keine 4, sondern eine 3 geschrieben hat. Ja? Wenn sie also irgendwie wieder mehr gelernt hat und ich da einen Anteil dran hatte, dann war ich auch irgendwie auch stolz drauf. Und dann gab es die Pioniergruppe analog zur Klasse. Also Klasse gleich Pioniergruppe oder Pioniergruppe gleich Klasse. So, und dann hatten die Kinder auch Gremien, in denen sie ihre Arbeit erörtert haben, mitgesprochen haben, mitorganisiert haben. Und das waren dann eben unten angefangen jetzt mal der Gruppenrat, der bestand in der Regel so aus 5 Pionieren, ne, die dann also beredet haben, was machen wir in den nächsten Pioniernachmittagen, wie gestalten wir unser Sportfest, was haben wir da für Ideen, ne, so. Also wir haben da diskutiert. So, und das war dann im Freundschaftsrat auf der Schulebene dann so, mein Freundschaftsrat hatte 12 Kinder
Jeder hatte auch eine kleine Funktion, sage ich jetzt mal so. Der eine war Kassierer, der andere war für Sport zuständig, der nächste, ne, so. Dann die Räte der Freunde auf der Kreisebene, Bezirksebene, zentralen Ebene. Das war die Einbindung der gesellschaftlichen Kräfte. Also das ist wieder der Punkt, alle ziehen an einem Strang. Ne? Und saß eben die FDJ am Tisch, da saß die GST am Tisch, da saß die Volksbildung am Tisch, das Ministerium, da saßen die Betriebe am Tisch, andere Organisationen wie der DFD als Frauenorganisation, die VDN, also ne, die antifaschistische, also die VDN und VVN, auch die Armee saß da am Tisch. Also das breite gesellschaftliche Spektrum an einem Tisch. Und dann für die Kinder, mit den Kindern. Und ich bin zum Beispiel eben immer gewählt worden als Gruppenratsvorsitzende oder auch mal als Gruppenratsstellvertreterin oder auch als Schriftführerin. Diese 3 Varianten gab es. Ne? Und das wurde aber demokratisch gewählt von den Kindern. Also die kleinen Kinder mit 6, 7 Jahren, die haben dann schon ihren Vertreter oder ihre Vertreterin frei gewählt. Also da wurde nichts irgendwie auferlegt von oben. Also die Lehrerin hat das bestenfalls begleitet, diese Wahl, ja, aber die Kinder haben eigentlich frei gewählt, ja. Und es wurden natürlich meist die Klassenlieblinge gewählt oder eben bei mir würde ich jetzt sagen, einfach ich wurde gewählt, weil ich mich halt irgendwie durchsetzen konnte, weil ich eben auch mal dem Lehrer oder der Lehrerin widersprochen habe und weil ich mich halt eingesetzt habe für die stillen, für die introvertierten Kinder oder für Kinder, die eben aus Familien kamen, wo man sich nicht so kümmerte von Haus aus. Und ich hab als Pionierleiter jeden Monat eine Freundschaftsratssitzung durchgeführt. Es gab einen Freundschaftsratsvorsitzenden, ja, und auch Stellvertreter und also auch verschiedene Funktionen. Und das sind schon, also ich weiß, zu mir ist mal eine Klasse gekommen, die kaum Pioniergruppennachmittage gemacht hat, obwohl die Klasse, die wollte das, die wollten sich besprechen, die wollten schöne Sachen machen, ja, weil ja die Pionierorganisation war ja in erster Linie eine Freizeitorganisation. Ich war natürlich dann aufgerufen mit dem Klassenlehrer, der gleichzeitig auch Gruppenpionierleiter war, zu sprechen. Das große internationale Sommerlager, es gab kaum eine Kinderorganisation, die im Sommer hier nicht für 6 Wochen vertreten war. Ja? Also es war pur, Internationalismus pur. Was man auch selbst erlebt hat im Ferienlager, dort hatten wir genauso unsere Delegation. Du hast miteinander geredet, diskutiert, du hast miteinander gesungen am Lagerfeuer. Du hast ganz viele schöne, emotionale Dinge erlebt. Gemeinsam mit unseren ausländischen Freunden, die auch von überall herkamen. Ja, und das war für unsere Kinder eine ganz wichtige Schule, eben auch dieses Miteinander, das Freundschaft halten mit anderen Völkern, ne, mit den Kindern der anderen Länder. Sie haben sie als Kinder, wie sie sich selbst kennengelernt. Meine Eltern haben sich in den Mitte der 70er Jahre entschieden, Teil von FDJ-Freundschaftsbrigaden zu werden. Das war die Form, wie die DDR versucht hat, in anderen Ländern Aufbauhilfe zu leisten. Meine Eltern sind gefragt worden, ob sie nach Guinea gehen. Guinea liegt an der Stelle, wo Afrika so ein bisschen den Bogen nach innen macht, in Richtung Elfenbeinküste. Ist zu dem Zeitpunkt, und ich glaube, es ist heute immer noch so, eines der ärmsten Länder dieser Welt gewesen, laut UN-Statistik. Und deswegen hatte sich die DDR entschieden, dort zu helfen. Guinea hatte zum damaligen Zeitpunkt einen sehr, sehr fortschrittlichen Präsidenten. Der hieß, glaube ich, soweit ich weiß, Sékou Touré. Man hatte, glaube ich, vertraglich vereinbart, dass die DDR hilft, Berufsausbildung in den Bereichen zu organisieren, anzuleiten, die dieses Land mit am dringendsten braucht, und das war das Bauwesen. Mein Vater war Lehrmeister, also hat er gesagt, wir gehen als Familie nach Afrika, nach Guinea, und wir bauen dort die Berufsausbildung mit auf, zeigen denen, wie das geht,
damit im Grunde genommen die irgendwann das selber übernehmen können und ihre eigenen Leute ausbauen können. Und da brauchte man natürlich erstmal man sagt heute auf Neudeutsch die Basics, also ganz normal Umgang mit Mörtel, mit Beton, Stein auf Steinmauern, Stürze setzen, putzen und so weiter und so fort, mit einfachen Mitteln, die dort vor Ort gegeben sind. Und das haben meine Eltern mitgemacht und ich bin mit dort gewesen. Ich war sehr jung, ich war damals, glaube ich, 6. Also die FDJ-Brigade, ich habe solche Brigaden konkret kennengelernt in Jemen, auch woanders, aber vor allen Dingen in Jemen natürlich, die dort direkt die Ausbildung machten von Landwirtschaftsmaschinenschlosser, also die praktisch für die Landwirtschaft, ein Land, was vor allen Dingen von der Landwirtschaft geprägt ist und demzufolge vor allen Dingen dort Fachleute brauchte, die in der Lage waren, die Maschinen zu bedienen, zu operieren und so weiter. So, Brigaden gut organisiert, was weiß ich, 10, 12, 15 Mitglieder, Männer und Frauen, junge Leute, mit Begeisterung dabei gewesen. Ich frage mich heute, man hört wenig davon. Wo sind sie aber auch? Das sind ja auch Leute noch in einem Alter, wo sie vielleicht um die, sagen wir, gut 50, 60 sind sie inzwischen auch. Ja? Aber zu wenig davon wird vermittelt. Also internationale Solidarität, ich spreche jetzt gar nicht von den anderen sozialistischen Staaten, das war wirklich so tief verwurzelt und begann natürlich mit der tiefen Liebe, Freundschaft zur Sowjetunion, über die anderen Bruderländer. Ich hatte enge Verbindung auch zur Mongolei und zu CSSR. Wo man wirklich merkte, da wächst wirklich eine neue Welt heran, so will ich mal sagen. Ja. Wir waren mit Begeisterung erst 1/5 der Welt Sozialist und es war alles so, ja, schien so sicher. Ja. Und als wir dann, wie gesagt, in dem Alter waren, 14, 15 Jahre, interessierten wir uns für Mopeds und ja, haben dann halt an Mopeds rumgebastelt und die Kameraden bewundert, welche dann schon ein Moped besaßen. Das war in der DDR durchaus normal, dass man nach der Jugendweihe mit 14, 15 Jahren ein Moped besaß. Star oder manche, die ganz viel Glück hatten, ein S50 und wir unterhielten uns dann über Motorräder, bastelten an einem SR2 herum oder trainierten. Ich persönlich habe Sport gemacht in der Motorpolygraph Ost. Das war ein damaliger ehemaliger Arbeitersportverein am Stadtritzer Wäldchen in Leipzig. Und da kostete der Mitgliedsbeitrag im Monat 20 Pfennige. Die FDJ hatte großes Mitspracherecht, wenn es um die Rechte der Jugend ging. Es war natürlich festgelegt, auch in verschiedenen Gremien, ob es jetzt eine Gemeindevertretung war oder die Volkskammer, dass da auch ein bestimmter Prozentsatz Kandidaten von der FDJ gestellt worden sind, um ganz einfach auch mitzusprechen, mitzuregieren. Und im Kleinen hat auch hier die FDJ schon in der Fortsetzung dessen, was in der Pionierorganisation gewesen ist, bedeutet, dass man auch hier eine Gemeinschaft hat. Ja, es entstanden Jugendclubs, die unter Federführung der FDJ gelaufen sind. Die FDJ hatte ein eigenes Jugendreisebüro und. Also es ist eine Vielzahl von Dingen gewesen, die unter Regie der FDJ gelaufen sind. Natürlich war die FDJ auch da, um sozialistisches Bewusstsein bei den Jugendlichen zu bilden. Und das fröhliche Jugendleben, wie wir es nannten, spielte dabei schon eine große Rolle. Ja, wir haben Tanzstunden organisiert, wir haben Heimabende organisiert, wir haben Fahrten organisiert zu Jugendherbergen und Ausflüge, Wanderungen. Also es war keineswegs nur auf Politik und Vermittlung von Politik. Nun bin ich ja in die DDR hineingeboren und habe mir praktisch da nichts erkämpfen müssen. Also ich bin ja praktisch eigentlich, sage ich mal, in die wunderbarste Zeit, die es gab, mitten in den Frieden, in den Aufbau der DDR bin ich ja hineingeboren, 63 geboren.
Da war ja die Revolution schon lange vorbei, da war ja alles schon erkämpft sozusagen. Ja? Da habe ich ja keinen Anteil gehabt und meine ganze Generation, alle, die nach mir kamen, eben nicht. In den 60er Jahren war relativ gefestigt die sozialistische Gesellschaftsordnung und nicht mehr so erkennbar, was muss nun revolutioniert werden. Und das zu verbinden mit einer Jugendbewegung, die es zweifellos gab, auch bis in die 70er Jahre hinein, aber wo sich doch schon zeigte, dass das Interesse von vielen jungen Menschen damit nicht geweckt wurde und auch nicht genutzt wurde. Ich sag mal, dort auch immer so ein Stück revolutionären Geist reinzubringen. Ja? Die Geschichte der DDR muss neu geschrieben werden. Das herrschende Bild verzerrt die Realität, verschweigt die Errungenschaften und komplexen Ursachen der Schwierigkeiten und Probleme. Gerade heute, in einer Zeit, in der die Lebensgrundlage zahlloser Menschen durch wirtschaftliche Krisen und Kriege bedroht wird, wo Armut und Perspektivlosigkeit bei gleichzeitig unvorstellbarem Reichtum wachsen, ist es an der Zeit, sich der DDR zu erinnern. Die Geschichte der DDR, die Erfahrungen ihrer ehemaligen Bewohner zeigen, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Sie zeigen aber auch die Widersprüche und Fragen, denen wir uns annehmen müssen. Nur so können wir die 40-jährige DDR-Geschichte wirklich verstehen und nur so den Weg für einen erneuten Anlauf zum Sozialismus in Deutschland ebnen. Wir haben einen kommunistischen Klärungsprozess angestoßen, der sich unter anderem genau diesen Fragen stellt. Die kommunistische Organisation kämpft für den Sozialismus und strebt die Klarheit und Einheit der Arbeiterbewegung in Deutschland und der Welt an. Die DDR ist die größte Errungenschaft der Arbeiterbewegung in Deutschland. Sich ihre Erfahrungen und Errungenschaften anzueignen, ist für all jene wichtig, die heute den Kapitalismus überwinden wollen.